Die Sache ist durch. Oh, dann vor den Augen von Moritz Pröper Dribbelfehler abgepfiffen gegen Bayram. Das Offensivsystem haben wir jetzt kurz vernachlässigt. Doppeldribbling von Lansdowne. Auch das sind so diese technischen Geschichten, die getaucht sind, die eigentlich nicht sein müssen. Hier, er nimmt den Ball. Ja, er hält ihn kurz so in der Hüfte, hält er den Ball. Hier ist die Abteilung am Start, die normalerweise, Danoni ist natürlich schon der ersten Mannschaft, aber Danier kommt auch aus dem Team der Orange Academy. Schrittfehler noch dazu. Was wir gerade so ein bisschen sehen ist, bei Chemnitz, die nehmen den Ball relativ schnell wiedergekommen ist, um ehrlich zu sein, nach dem Jahr, letztes Jahr, aber wenn du halt einen laufenden Vertrag hast, dann ist es wahrscheinlich schwierig, da rauszukommen. Typ, das hat jetzt mit Hawley aus der vergangenen Saison nicht mehr so viel zu tun. 1-8. Da muss man sich auch noch ein bisschen umstellen bei diesem Spielertyp. Das hat jetzt mit Hawley aus der vergangenen Saison nicht mehr so viel zu tun. 1,98. Chemnitzer sich belohnen können, der Wurf war offen. Auf der anderen Seite ist schon wieder Figueira, Schrittfehler. Ja. Das ist offen für die Spieler, ne, die von Overseas kommen, also von weit weg, dass sie sich umstellen müssen. Genau, ja, es gibt da in der G-League oder in der NBA eben auch andere Schrittfehlerregelungen, gerade mit dem ersten Schritt. Das ist in der Wiederholung. Lansdowne, Jensen versucht hinterherzukommen, gute Hilfe von der ballabgewandten Seite und dann 3 Sekunden, glaube ich auch. Oder Schrittfehler hat sie, glaube ich, gepfiffen. Schrittfehler. Danic. Ja, der macht da unterm Korb einiges zu und Arne Panther pfeift den Schrittfehler. Der war dann aber drauf. Jetzt kommt hier der Ball. Oh ja, sie hat natürlich recht. Da ist 0 von 2 bisher bei Alba Berlin. Teams. Wenn da viel Pech dabei war, bei dem einen oder anderen Abschluss zuletzt. Schrittfehler abgepfiffen. Solche Chancen eben auch rein. Schrittfehler Luis Olindi. Das ist dann ein klarer Schrittfehler von Chris Kumachi. Da muss er selber lachen. Mit dann Lockett. Oh, ja, Schrittfehler. Murray Boyds, Westermann, Probleme da mit der Chance. Murray Boyds zieht da den Gegenspieler von Westermann auf sich, ist dann aber zu eng. Was für ein Chase-Down-Block von Robin Amaze. Ersten, aber das ist ein Schrittfehler. Schicker Euro-Step vom Big Man. Zweiten Durchgang. Von rechts nach links antreten mit Leo Westermann. No-Look-Ball auf Prince O'Drow. Der mit dem Schrittfehler in die dritten 10 Minuten reinstartet. Und zweite Chance gesichert von Jaron Lewis gegen Seth Henrys. Nein. Ja. Roman Polas Bartolo kennt nur ein Gas, Vollgas. Ja, da will er das Foul schon schinden. Graves. Schrittfehler. Jo. Nein, Judge. Ja. Bolmaro, Ibaka, Schrittfehler.
Ja, IBC ist besser. Aktiver jetzt in der Defense wieder. Waren ja so ein bisschen Aus Tübinger Sicht. Aber das ist natürlich auch Teil ihres Konzepts, eben dann auch, wenn die Möglichkeit da ist, den frühen Abschluss im Angriff zu suchen. Schrittfehler. Turnover an Fehlern auf beiden Seiten und auch mehreren vollbedingten Unterbrechungen. Ansonsten war ja ein großer Fluss drin. Beide Teams noch nicht in Teamfouls und kaum Sagis. Das fehlt so ein bisschen. Ganz beschreiben, weil ja, die Spieler natürlich genauso wie sie zu Hause auf Bonner Seite ja auch neu kennen. Aber solche Typen einfach. Baldwin verdribbelt sich da ein bisschen, hat aber noch Zeit. Sucht Bryant mit dem Schrittfehler. Ja, korrekte Entscheidung. Auch hier in der Defense, Bryant kommt zur Hilfe. Schrittfehler. Aber jetzt brauchen sie schon ein größeres Wunder. So, jetzt einmal bei. Hätte man sich nicht beklagen können, zumindest wenn es 2 Freiwürfe gegeben hätte. Jetzt der Schrittfehler. Hughes um den Block herumgekommen, der Offensivrebound von Christmas. Und dann ist es der Schrittfehler. Da geht nicht mehr viel. Das ist nichts, was sie in dieser Partie nicht schon erlebt haben. Phillips in der Ecke ist Kiwi, Mackie, Boeheim. Aber der Foulpfiff zu... Das war Jet. Gute Hilfe von Murray Boyles. Towns. Vorher abgepfiffen. Korb zählt nicht. Schrittfehler. Wir sehen sie noch mal. Thiemann gegen Audrow. Gute Verteidigungsposition von Audrow. Olindi. Nochmal Thiemann. Schrittfehler. Olindi, guter Pass auf Thiemann, der dann nicht vorbeikommt, und hier sehen wir dann den Schrittfehler. Ist jetzt natürlich ein herber Dämpfer, hier so hoch zu verlieren. Aber Jet jetzt mittlerweile mit 12 Punkten. Hat sich auch gut gemacht dann als Backup für Westermann, der einer dazwischen stellen oder ein hartes Foul machen. Schrittfehler Radoncic. Kommen jetzt die Turnovers so langsam dazu. 6. für die Bayern. Viertel, da sind sie so zum Offensivbau gegangen, haben alles, was auf dem Boden war, haben sie sich geholt. Okay. Ja. Das war schon auch mal ein Problem in der Preseason, dass da extrem häufig dann ja, die... Guck. Der ihm kaum was nachsteht. 22 Zähler, richtig gute Partie. Travel. Gegen Jorginho. Schüttelt ihn kurz ab. Olindi kommt zum Pick and Roll. Viel Verkehr in der Zone. Er macht es trotzdem. Schrittfehler. Und auch diese Punkte werden nicht zählen. Frei mit Karim Jallo dann.
Das wird vielleicht noch ein bisschen Gesprächsstoff dann geben. Und das war ein Schrittfehler von Malte Delo. Er fängt den Ball mit einer Hand und hat dann nicht genug Landebahn. Diallo gegen Phillips. Iwundu. Auch Schrittfehler. Beim anderen. Ich dachte auch, der wäre mit dem Fuß da beim Ausfallschritt da auf die Linie gekommen. Standbein gehoben, bevor der Ball die Hand. Williams. Schrittfehler. Ja, da geht natürlich jetzt auch so ein bisschen die Konzentration raus. Paul Zipser kriegt dann den Schrittfehler gepfiffen. Zögern bei Williams gut verteidigt. McGurl. Und dann ist es Schrittfehler. Ist das ein bitterer Call. Ist das. Minuten gescored wie ein Weltmeister. Vielleicht kann er den 13-0-Lauf der Chemnitzer stoppen. So nicht. Kriegt hier den Schrittfehler abgepfiffen. Die Braunschweiger mit dieser körperlichen Defense der Chemnitzer.